Wie berechnet man die Widerstände, Ströme und Spannungen dieser Wechselstromschaltung? Was muss man beachten, wenn sie eine Parallelschaltung aus einem Wirkwiderstand und einer Spule beinhaltet? Willkommen bei Elektrotechnik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Wechselstrom, genauer um Schaltkreise und noch genauer um die Berechnung seiner elektrischen Größen. Für diejenigen, die erst einmal selber rechnen wollen, habe ich das Ergebnis dieser Aufgabe schon mal aufgelistet. Du kannst dieses Video stoppen und dir die Lösung später ansehen. Ich werde für die Lösung den Taschenrechner verwenden, in meinem Fall ist es ein Casio, und zwar im komplexen Modus. Das erspart mir sehr viel Zeit, weil ich dann nicht immer zwischen Normal- und Exponentialform umrechnen muss. Denn wenn man multipliziert, braucht man die Exponentialform, bei Strichrechnung dagegen die Normalform. Und in Brüchen hat man manchmal eine Mischung von beiden. Als erstes geht es um die Widerstände. Ich knöpfe mir die Widerstände von links nach rechts der Reihe nach vor. Beim kapazitiven Blindwiderstand verwendet man die Standardformel und setzt die Kapazität mal Omega ein. Als Ergebnis erhält man den Betrag von 14,5 Ohm. Das zweite Widerstandselement dieser Reihenschaltung ist eine Parallelschaltung, bestehend aus dem Wirkwiderstand von 20 Ohm und dem induktiven Blindwiderstand von 40 Ohm. Ich nutze hier die Kurzformel, die nur gilt, wenn zwei und nicht mehr Widerstände parallel geschaltet sind. Zu beachten ist, dass der Spannungsvektor UL in der Gaußschen Zahlenebene nach oben zeigt, weil bei einer Spule die Spannung dem Strom immer vorauseilt. Da wir hier eine Reihenschaltung haben insgesamt, verhält sich die Spannung proportional zum Widerstand. Also muss auch der Widerstandsvektor nach oben zeigen. Weil er nach oben zeigt, bekommt dieser Vektor ein plus J vorgestellt. Zurück zur Gleichung. Man multipliziert die 20 Ohm im Zähler mit plus J mal 40 Ohm und teilt das Ganze durch 20 Ohm plus J mal 40 Ohm. Das Ergebnis ist ein Vektor der Länge 17,9 Ohm, der um 26,6 Grad nach oben zeigt. Das dritte Widerstandselement ist hier der Wirkwiderstand R2, von dem wir schon wissen, dass der Betrag bei 5 Ohm liegt. Sein Vektor zeigt in der Gaußschen Zahlenebene in die positive X-Richtung. Wirkgrößen zeigen grundsätzlich in positive X-Richtung. Für die Berechnung der Impedanz der Schaltung, also dem Gesamtwiderstand aus Wirk- und Blindwiderständen, addiere ich die drei komplexen Werte. Wie vorhin gesagt, mit dem Taschenrechner brauche ich hier nicht jeden Vektor vorher in Normalform. Der Taschenrechner liefert mir eine Impedanz von 22 Ohm bei einem leicht negativen Winkel von minus 17 Grad. In dem Diagramm sind die drei Teilwiderstände von Kondensator, Parallelschaltung und Wirkwiderstand als Vektoren aneinander gehängt. Diese zeichnerische vektorielle Addition ergibt ebenfalls die Impedanz Z der Schaltung. Die Impedanz ist die resultierende. Das Diagramm bestätigt die vorher berechneten Beträge und Winkel, weil die resultierende Z genau in die Lücke passt, die die drei Vektoren -JXC, ZP und R2 aufspannen. Als nächstes werden die Ströme berechnet. Da die Gesamtspannung und die Impedanz der Schaltung bekannt sind, kann man den Gesamtstrom aus dem Ohmschen Gesetz bestimmen. Hier ist es sehr praktisch, dass wir eine Reihenschaltung vorliegen haben, denn da sind die Spannungen den Widerständen proportional, was dazu führt, dass U und Z denselben Winkel haben. Die beiden E hoch I Ausdrücke kürzen sich also weg. Das Ergebnis hat dadurch den Winkel 0 Grad, was einem Vektor auf der positiven X-Achse entspricht. Den Teilstrom I1 durch den oberen Zweig bestimmt man zum Beispiel mit der Stromteilerregel. Die Ströme einer Parallelschaltung verhalten sich umgekehrt proportional zu den Widerständen. Umstellen und Einsetzen der Werte ergibt einen Teilstrom, der fast so groß ist wie der Gesamtstrom. Der Teilstrom IL, der durch die Spule fließt, lässt sich zum Beispiel mit der Knotenregel bestimmen, was sich hier anbietet, weil wir ja die anderen Ströme kennen. Der Vektor dieses Teilstroms ist kleiner und zeigt mit 63,4 Grad schräg nach unten. Auch hier bestätigt das Diagramm die Berechnungen, denn die Vektoren I1 und IL enden am selben Punkt wie der Vektor des Gesamtstroms. Kommen wir zu den Spannungen. Die Teilspannungen habe ich alle mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes bestimmt. Das geht gut, weil alle Widerstände und alle Ströme bekannt sind. Am Kondensator liegt demnach eine Spannung von 151,5 Volt an. Der Vektor zeigt nach unten
weil die Kondensatorspannung dem Strom, der ja gedanklich auf der X-Achse liegt, um 90 Grad nachläuft. Auch UP lässt sich mit dem Ohmschen Gesetz bestimmen. Da UP an einer Parallelschaltung aus Wirk- und Blindwiderstand abfällt, liegt der Winkel nicht bei 90 Grad, sondern in diesem Fall bei 26,6 Grad. Bei U2 tauchen keine Winkel auf, weil ein Wirkwiderstand keine Phasenverschiebung zwischen dem Strom, der durch ihn fließt, und der Spannung, die an ihm abfällt, hervorruft. Wie sieht jetzt das Gesamtbild aus? Zeichnet man die 3 Spannungsvektoren in ein Diagramm, dann müsste der Vektor der Gesamtspannung schräg nach unten zeigen. Wir wissen aber bisher nur, dass er 230 Volt beträgt. Aufgrund der Proportionalität von Widerständen und Spannungen in einer Reihenschaltung kann man zusätzlich schließen, dass der Winkel von U derselbe sein muss wie der von Z. Und der lag bei minus 17 Grad. Laut Diagramm könnte das hinkommen. Ich habe trotzdem mal nachgerechnet, als Test sozusagen. Als Ergebnis kommen tatsächlich die vorgegebenen 230 Volt heraus, bei einem Winkel von minus 17 Grad. Diese minus 17 Grad sind die Phasenverschiebung zwischen dem Gesamtstrom und der Gesamtspannung dieser Schaltung. Falls ich helfen konnte oder beim nächsten Mal etwas besser machen kann, jetzt ist die Gelegenheit, mir einen Hinweis zu geben. Danke.